10 Jahre habe ich darauf hingearbeitet, endlich ist es soweit. Ich durfte das Coverfoto für den Metal Hammer schießen. Schon 2011 als Praktikant habe ich davon geträumt, einmal die Titelstory zu schreiben. Und auch die ist diesmal aus meiner Feder. Vom Prakti zum Journalist zum Fotograf. Es war ein langer Weg, der hier einen Kreis schließt. Ich zeige euch, wie es war. Hi, ich bin Vincent, Journalist, Fotograf und Videograf im Musikbereich, vorrangig im Harpen. Und hier ist ein Traum von der Bucketlist. Eisbrecher auf dem Metal Hammer Cover. Dass ich die Jungs aber überhaupt in München treffen konnte, das war eine ganz schöne Tortur. Plötzlich Schneechaos im Februar, Gleise dicht, Bahnen streiken. Scheiße. Stunde für Stunde habe ich mir das Spektakel angeschaut, was die Fahrpläne der Bahn sagen. Draußen wurde der Schnee geschoben und geschrubbt, was das Zeug hält. Es sah ziemlich schlecht aus und zu einem Überfluss war auch noch meine Kamera kaputt. Also musste ich mir eine neue leihen gehen und habe mir mal angeschaut, wie es draußen so aussieht. Jo, sieht heute ein bisschen schlechter aus. Morgen vielleicht besser. I don't know. Keine Ahnung. Wir schauen mal, was es hier gibt. Alles war soweit vorbereitet, ich musste mich nur noch mal in die Ersatzkamera reinfuchsen. Dann wäre es soweit gewesen, nachts um 3 aufstehen, schauen, ob um 6 der Zug fährt. Fehlanzeige, zum Glück konnten wir das Shooting um einen Tag verschieben und Nachmittag ging es dann los. Start. Puh, was eine Erleichterung. Angekommen am späten Abend in München, schnell noch beim Karma bedankt mit ein paar leckeren Brotkrumen. Und dann konnte es nächsten Morgen losgehen. Gebucht war der Kultclub Backstage in München. Auf geht's! An meiner Seite Chefredakteur und Herausgeber Thorsten Zacke Zahn, der mit mir zusammen das Lichtsetting aufgebaut hat und schon mal ein Testshooting absolviert hat. Dann haben wir den Jungs mal erklärt, worum es eigentlich geht. Haben uns alles zeigen lassen, was sie so im Petto haben. Wollen wir uns schon mal eingrooven? Dann nochmal alles zurechtrücken, kalibrieren und schon ging's los. Ich würde nochmal den Sessel noch mal ein Stück eindrehen. Warte kurz. Jetzt bin ich heiß. Was wirklich wichtig ist, Anweisungen geben. Am Ende sind es deine Fotos und du bist allein dafür verantwortlich, wie die oder der Fotografierte aussieht auf dem Bild.
Du sagst, was ich machen muss. Schön umgreifen um diese Dings, ja, nicht ganz so doll, du musst ein bisschen weiter umgreifen. Krampfhafter ist den Oberkörper eindrehen, Tick so lang. Genau, bloß einen Tick noch mehr zusammen. Fuß rechts noch ein bisschen vor wieder. Andersrum, so lang. Das rechte Bein auf den rechts noch ein bisschen vor wieder. Das linke Bein wird noch ein bisschen rüberrutschen. Das ist gut, warte, mach nochmal so. Ja. Das sieht irgendwie ganz cool aus. Da gibt es eine endlose Anzahl an kleiner Details, die irgendwie noch verbessert werden können. Einfach genau schauen, was sich vielleicht irgendwo optimieren lassen kann. Hey, how you want it? Yellow glasses? Das nicht. Jetzt kann's losgehen. Jetzt schnell nochmal aufs Klo. Lächeln mal. Und zur Kamera hin. Das ist nicht gut, wo du stehst. Schnipp. So. Da an der Backenzahn. Tja, und zum Abschluss gab es noch das Interview zur Titelstory. Dafür habe ich wirklich lange recherchiert, um tief im Thema Eisbrecher drin zu sein. Stell bloß keine blöden Fragen, sonst fängst du an. Was ich dann ungefähr wie im Interview fragen will, das habe ich tief im Hirnstamm abgespeichert und lasse das Gespräch aber auf mich zukommen und schaue dann immer live vor Ort, wie sich das Gespräch entwickelt, in welche Richtung es geht und ja, um da richtig zu manövrieren. Hallo, 20 Jahre Eisbrecher und endlich ein Metal Hammer Titel. Das ist in Wahrheit auch so eine richtig dufte Goldauszeichnung. Lärm aus. So, mit 2 Stunden Verspätung am Start in Berlin. Glücklich, es hat geklappt. Ab nach Hause, Bilder bearbeiten. Yeah. Willkommen auf meinem YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ihr wisst, was zu tun ist. Abonnieren. Bis dahin.